just say a few more things. Ich werde diese Botschaft nicht zu Ende bringen, aber ich sage noch ein paar Dinge. The trouble with talking about Israel is you can never end the message. Das Problem, wenn man über Israel redet, ist, man kriegt die Botschaft eh nie zu Ende. I want to speak about God's covenant with Abraham. Ich möchte über Gottes Bund mit Abraham sprechen. Concerning this land, Betreffend dieses Land, which is wrongly called Palestine. das zu Unrecht Palästina genannt wird. Palestine means the land of the Philistines. Palästina heißt Land der Philister. And it is never called that in the Bible. Und in der Bibel wird das nie so bezeichnet. It is first of all the land of Canaan, Erst einmal ist es das Land and then Kanaan it was the land of Israel. und dann war es das Land Israel. And twice in the New Testament it is still called the land of Israel. Und zweimal im Neuen Testament wird es immer noch das Land Israel genannt. Let's look at this covenant between Abraham and God. Schauen wir uns diesen Bund an mit Abraham und Gott. The Lord appeared to Abraham in Genesis chapter 17. Der Herr erschien Abraham in 1. Mose 17 And we just read two verses, 7 and 8. und wir lesen nur 2 Verse 7 und 8. And the Lord said, I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generations for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. Der Herr sagt, ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. So God's commitment to Israel is an everlasting commitment. So ist die Bundesverpflichtung Gottes an Israel eine ewige Verpflichtung. No matter how unbelieving and rebellious they may be. Ganz egal, wie ungläubig oder wie rebellisch die sein No mögen. matter that they have broken the covenant. Ganz egal, dass die den Bund gebrochen haben. God says, I will never break my Gott covenant. sagt, ich werde meinen Bund nie brechen. And then he says in the same context in the next verse, Und dann sagt er im gleichen Zusammenhang im nächsten Vers, also I give to you and your descendants after you the land in which you are a stranger, all the land of Canaan as an everlasting possession, and I will be their God. und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz, und ich will ihr Gott sein. So God made an everlasting covenant with Abraham Also, Gott hat einen ewigen Bund geschlossen mit to Abraham, give to him and to his descendants after him um ihn und seinen Nachkommen nach ihm the whole land of Canaan das ganze Land Kanaan zu geben, as an everlasting possession. zum ewigen Besitz. And from the time that Israel entered the land under Joshua, Und von der Zeit an, als Israel unter Josua in das Land the einzog, Bible never calls it any other name but the name of Israel. nennt die Bibel es nie mehr bei einem anderen Namen als das Land Whether they Israel. are in the land or out of the land, it is still their land. Ob die sich im Land oder außerhalb des Landes befinden, es Because ist noch immer God ihr gave it Land. to them. Denn Gott hat es ihnen gegeben. I'd like to turn to Psalm 105. Ich möchte Psalm 105 aufschlagen. Verses 7 and following. Vers 7 folgende. Verse 7, He is the Lord our God, His judgments are in all the earth. Er ist der Herr, unser Gott, er richtet in aller Welt. In other words, everything God decrees is authoritative throughout the whole earth. Mit anderen Worten, jeder Ratschluss Gottes besitzt Autorität auf der ganzen Erde. He's not just the God of a small number of people or a small parcel of land. Er ist nicht Gott eines kleinen Volkes oder eines kleinen Staatsgebiets. He's a God whose decrees are authoritative throughout the whole earth. Er ist der Gott, dessen Ratschlüsse auf der ganzen Erde And Autorität then besitzen. he speaks about this very land. Und dann redet er genau von diesem Land. And we read verses 8 through 11. Und wir lesen Vers 8 bis 11. And I'll have to read them and then we'll have them in German afterwards. He has remembered his covenant forever, the word which he commanded for 1,000 generations, the covenant which he made with Abraham and his oath to Isaac, and confirmed it to Jacob for a statute, to Israel for an everlasting covenant. Let me point out to you that there is no verse in the Bible that contains more different words that describe a total unconditional commitment of God. Ich möchte eins sagen, es gibt in der ganzen Bibel keine Verse, in denen mehr bedingungslose Verpflichtungen gegenüber einem Volk durch Gott gekennzeichnet werden. Did you read it in German? No, I can't- yes, read it in German. German.
7 through 10. Ja, 8 through 10. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter, an den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham und an den Eid, den er Israel geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung und für Israel als ewigen Bund. Notice that the line of descent is clearly stated. Beachtet auch, dass hier die Abstammungslinie genau It is zum Ausdruck kommt. Abraham, Isaac and Jacob. Nämlich Abraham, Isaak und Jakob. And it says, these are the words that are used Und folgende Worte werden hier gebraucht. in those two In verses. diesen 2 Versen. There is no other passage in the Bible where God uses the same number of words to describe his commitment to Und es something. gibt keine anderen Verse in der Bibel, wo Gott so diese Worte gebraucht, um seine Verpflichtung gegenüber Israel zum Ausdruck zu bringen. He uses the word covenant, Er gebraucht das Wort Bund, his word, sein Wort, his sein command, Gebot, his oath, sein Eid, his seine statute, Satzung and then an everlasting und dann covenant. einen ewigen Bund. And you might say, well, what is God so concerned about to emphasize? Und man könnte sagen, worum sorgt sich Gott denn so sehr, dass er das so betonen will? And really the answer is amazing. Und wirklich ist die Antwort auch erstaunlich. And it's found in verse 11. Die finden wir in Vers 11. Saying, to you I will give the land of Canaan as the allotment of your inheritance. Er sprach, dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteils. God used every word in his command to describe his total, unreserved, everlasting commitment to give that land to the Jewish people. Gott hat jedes ihm zur Verfügung stehende Wort gebraucht, um seine totale und bedingungslose Verbindlichkeit, dieses Land dem jüdischen Volk zu geben, auszudrücken. Now perhaps you can understand why it's the center of so much conflict. Jetzt könnt ihr vielleicht verstehen, warum das im Zentrum von so vielen Konflikten steht. Because God's purposes center in it. Denn die Absichten Gottes sind dort im Mittelpunkt. And there is an enemy who resists the things of God. Und es gibt einen Feind, der den Dingen Gottes Widerstand And his leistet. name is Satan. Sein Name ist Satan. And the main focus of his activity today is in the city of Jerusalem Und im Hauptbrennpunkt seiner Aktivitäten heute steht die Stadt and in the Jerusalem land of Israel und das Land Israel and on the Jewish people. und das jüdische Volk. Now, closing, I want to say this. Abschließend möchte ich Folgendes sagen. Israel is God's message to the nation. Israel ist Gottes Botschaft an die Nationen. If we turn to Isaiah chapter 11, Wenn wir Jesaja 11 aufschlagen, verses 11 and 12. Vers 11 und 12. This is the prophetic word concerning the regathering of the Jewish people in the last time. Das ist das prophetische Wort Gottes über die Sammlung des Volkes Israel in der Endzeit. Verse 11 says this, It shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people who are left from Assyria and Egypt, from Pathros and Cush, from Elam and Shinar, from Hamath and the islands or coastlands of the sea. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, Shinar, Hamad und auf den Inseln der Meere. Notice this is not the regathering from Babylon, Beachtet, das ist nicht die Wiedereinsammlung aus but it's a Babylon, second regathering sondern es ist eine zweite Sammlung, that covers every part of the earth, in der alle Teile der Welt not beinhaltet just sind. a return from Babylon. Nicht nur die Rückkehr aus Babylon. That is what has been taking place in our time. Denn das ist es, was jetzt stattgefunden hat in unserer Zeit. And then it says in verse 12, Und dann heißt es in Vers 12, He will set up a banner for the nations and will assemble the exiles of Israel and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den 4 Enden der Erde. So regathered Israel is God's banner to the nations. Also das Wiederzusammenbringen Israels ist das Banner oder Zeichen Gottes an die Völker. What is a banner? Was ist so ein Feldzeichen? It's something that is lifted up so that everybody can see it even from a distance. Etwas, was erhoben wird, damit jeder das auch aus der Entfernung sehen kann. And very often it has some simple